und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Du möchtest nicht einfach nur die Noten abspielen mit der Blockflöte, sondern du möchtest was draus machen aus dem Stück, das du spielst. Und heute zeige ich dir eines der wichtigsten Stilmittel, um mit viel musikalischem Ausdruck zu spielen, nämlich das Hörbarmachen von Zielnoten in einer Phrase. Wenn ihr ein Musikstück spielt, ist es immer gut, bestimmte Zielnoten im Auge zu haben. Ihr wollt ja nicht nur einfach brav die Noten wie ein Metronom abspielen, sodass es langweilig klingt. Natürlich solltet ihr euch an den Rhythmus halten, wie die Noten ihn vorgeben, aber innerhalb dessen habt ihr sehr viel Spielraum für musikalischen Ausdruck. Was ist nun gemeint mit Zielnoten, mit Noten, auf die ihr hinspielen könnt? Also wenn ihr eine bestimmte Melodie spielt, dann legt ihr sozusagen musikalisch einen Weg zurück und auf diesem Weg gibt es bestimmte Orte, bestimmte Stellen, wo ihr etwas länger verweilen möchtet, weil es da besonders schön ist oder besonders wichtig. Und so ist das auch in der Musik. Wir nehmen mal als erstes Beispiel eine ganz einfache Tonfolge. Die könnt ihr ganz neutral und gleichmäßig spielen. Alle Noten gleich lang, nichts hervorgehoben. Nun wollen wir sagen, auf diesem Weg von dem C zum F und wieder zurück, wollen wir jetzt mal beim F etwas länger verweilen, weil wir dieses F interessant finden, weil das der höchste Ton von dieser Tonfolge ist. Also verweilen wir an diesem Ort auf unserer Strecke vom C zum F und wieder zurück etwas länger beim F. Und schon bekommt das F eine gewisse Wichtigkeit. Hört euch nochmal die neutrale Version an. Und jetzt mit dem hervorgehobenen F. Ich habe das F gar nicht lauter gespielt als die anderen Noten, sondern wirklich nur länger. Denn das habe ich euch ja schon oft gepredigt, beim Blockflöte-Spielen müssen wir aufpassen mit krassen Lautstärkeunterschieden. Denn je lauter unser Ton ist, desto höher ist er auch direkt. Und je leiser er ist, entsprechend umso tiefer. Deshalb würde das ziemlich verstimmt klingen, wenn wir das alles mit Lautstärke machen würden, so wie man es zum Beispiel beim Klavierspielen machen würde. Ihr könnt das mal ausprobieren mit so einer einfachen Tonfolge. Ihr müsst das F gar nicht krass verlängern. Ihr könnt mal anfangen mit etwas verlängert und dann mal langsam steigern, mal ausprobieren, wie weit ihr gehen könnt, so dass das noch irgendwie schön klingt und natürlich. Auf jeden Fall ist es so, dass unser Ohr den etwas längeren Ton als bedeutsamer hört. Und wenn wir jetzt zum zweiten Beispiel gehen, dann erinnert euch nochmal dran, was ich vorhin gesagt habe. Dieses Spielen einer Melodie, das könnt ihr euch vorstellen wie das Zurücklegen eines Weges. Und wenn ihr einen Weg zurücklegt mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß, dann geht ihr ja auch immer auf etwas zu. Und wenn wir jetzt mal sagen, wir wollen auf diese Zielnote, die wir uns ausgesucht haben, zugehen, wir wollen die vorbereiten, zum Beispiel indem wir uns vorstellen, ich sehe da hinten was total Interessantes, dort werde ich auf jeden Fall verweilen wollen und ich bin jetzt schon so fasziniert, dass ich ganz staunend darauf zugehe, dann würde das bedeuten, dass ich diese wichtige Note, diese Zielnote etwas vorbereite und sozusagen vorher schon Spannung aufbaue, indem ich auch nicht drauf zurenne. Wir bleiben auch nicht komplett stehen, sondern wir sind einfach so im Bann von diesem Ziel, dass wir schon so ein bisschen mit Spannung innehalten. Für dieses Beispiel nehme ich mal eine kleine Tonleiter. Und ich möchte jetzt mal nicht den höchsten Ton von der Tonleiter betonen, sondern den vorletzten.
Das ist nämlich mein Leitton und den finde ich sehr spannend. Und irgendwie ist sowieso klar, dass danach wieder das G kommt in dieser G-Dur-Tonleiter. Also ich möchte jetzt mal hier in dem Beispiel, ich habe jetzt eine G-Dur-Tonleiter und das Fis, der vorletzte Ton, den möchte ich mir jetzt als meine Zielnote aussuchen und werde die auch schon mal so ein bisschen vorbereiten. In diesem Fall wirkt jetzt die Zielnote nicht nur dadurch, dass sie länger ist, sondern auch schon dadurch, was vorher passiert. Man merkt schon, hier bahnt sich was an. Das dritte Beispiel, das ich für euch habe, das ist eine kleine Phrase aus Daphne von Jacob van Eyck. Erst spiele ich euch die Phrase mal möglichst neutral vor. Und jetzt versucht mal zu hören, welches meine Zielnote ist. Und da habt ihr sicher auch wieder gehört, dass das vorbereitet wurde. Und jetzt hört mal genau hin, was ich nach der Zielnote mache. Da lasse ich die Spannung los. Ich lasse entspannt sogar das Tempo schneller laufen. Das heißt, die Zeit, die ich mir vorher genommen habe, um auszudehnen um diese Zielnote herum, die hole ich jetzt sogar wieder auf, aber ganz entspannt, indem ich einfach loslasse und meine Noten nicht zurückhalte, sondern einfach entspannt laufen lasse. Das ist also genau umgekehrt, wie viele von euch vielleicht denken würden. Ich möchte die Noten, die nach der Zielnote kommen, die nicht mehr so relevant sind, die möchte ich etwas schneller laufen lassen, aber ohne dass ich da durcheile. Und ihr würdet vielleicht denken, wenn die entspannt sind, nicht mehr so wichtig, dann kann ich ja da ganz langsam spielen. Aber es funktioniert genau umgekehrt. Denkt nochmal dran, dass ich beim zweiten Beispiel gesagt habe, die Länge der Noten, die registrieren wir in unserem Bewusstsein als Wichtigkeit. Also das heißt für euch nach der Zielnote bewusst entspannen, Ruhe ausstrahlen und aber gleichzeitig das Tempo loslassen. Ihr könnt euch das auch so vorstellen, eine Zielnote erkennt ihr daran, dass danach nichts mehr bewiesen werden muss oder dass danach nichts mehr Spektakuläres kommt oder nichts Neues, nichts, was man irgendwie als besonders hört. Also wenn ihr so anfangt zu denken mit diesen Zielnoten, dann werden Phrasen automatisch verständlicher für euch selbst und auch für den Zuhörer, wenn ihr sie spielt. Sie klingen dann natürlicher, als wenn ihr die Noten wie ein Metronom ganz gerade abspielt. Und sie fangen an, lebendig zu werden. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, wie soll ich denn wissen, was eine Zielnote ist? Da habe ich einen guten Tipp für euch. Probiert doch mal verschiedene Zielnoten aus. Nehmt mal ein und dieselbe Phrase und wählt mal verschiedene Zielnoten. Und dann werdet ihr ganz bald hören, was euch am besten gefällt. Vielleicht werdet ihr sogar hören, was am besten, ich sag mal, richtig ist. Aber darum geht es gar nicht, denn ihr sollt ja euren eigenen musikalischen Ausdruck herausfinden und da könnt ihr auch mal eine Note betonen, die jemand anders dort nicht betonen würde. Auf jeden Fall ist es immer besser, etwas zu machen als nichts mit diesem Timing. Das ist es eigentlich. Wir machen ja manche Noten länger und manche machen wir sogar ein bisschen zu schnell. Das lohnt sich auf jeden Fall auszuprobieren. Also versucht mal ein und dieselbe Phrase an 3 verschiedenen Stellen wichtig zu machen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das ganz neu für euch ist, ob ihr das mal ausprobiert habt. Das ist ja auch interessant für alle anderen, die hier die Kommentare lesen, nicht nur für mich. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und wir sehen uns wieder bei schönem und gutem Blockflötenspiel nächstes Mal auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!